Wir sind heute hier bei unserem Dämpferpartner Bilstein im Bilstein Kompetenzcenter am Nürburgring. Es ist so ein kleines Wiedertreffen, denn vor genau einem Jahr waren wir mit dem Golf 8 GTI TCR hier auf dem Four-Post-Rig unterwegs. Wir hatten kaum Zeit. Wir haben in der Woche zum 24-Stunden-Rennen das Fahrwerk-Setup rausgefahren, was übrigens sehr gut funktioniert hat, denn wir konnten ja die Pole-Position mit einem neuen Rundenrekord erzielen und gleichzeitig auch den Klassensieg. Und das Ganze wollen wir natürlich weiterentwickeln und deswegen sind wir jetzt nochmal ein Jahr später hier und gucken, was wir noch an Performance im Fahrwerk finden und greifen dieses Jahr erneut beim 24-Stunden-Rennen an. Mit dem Verkabeln fertig, alle Sensoren sind angebracht und festgeklebt, die Kabel sind verlegt und wir lassen das Auto jetzt runter und fahren dann auf den Prüfstand. Okay, da habe ich eine Zwischenfrage. 7 Post, 4 Post, das haben wir jetzt gehört. Was ist da jetzt so der Unterschied überhaupt? Also das ist ein 7-Post-Rack. Hier sind 7 Hydraulikstempel, 4 Hydraulikstempel, wo das Auto draufsteht, quasi um die Fahrbahn nachzubilden, zu simulieren. Und jetzt haben wir 3 weitere Stempel. Das sind hier die Aero-Loader, nennen wir die, mit den Federn drin. Und die können am Auto angeschlossen werden und damit können wir Aerodynamik abbilden. Zum Beispiel im Motorsport, so ab GT3 oder höher, haben die Autos so viel Aerodynamik, dass die halt auch wieder großen Einfluss in die Fahrdynamik hat und das müssen wir halt auch mit simulieren. Und damit können wir das Auto quasi runterziehen. Okay. Jeder Stempel kann mit 2 Tonnen ziehen, das heißt wir können quasi mit 6 Tonnen das Auto runterziehen. Ja, das ist ja heftig, ne? Das Gute ist, unser Auto steht jetzt ja oben drauf gerade, ne? Ja. Und was testen wir da jetzt? Also wir fahren gleich verschiedene Signale ab, das sind Schwingungen, um zu schauen, wie reagiert das Auto auf Schwingungen, die von der Fahrbahn kommen. Okay. Und lernen so, in welchem Bereich ist das Auto gut, wo ist es noch nicht so gut, kann man was verbessern, wenn wir was verbessern, wo verlieren wir, was ist immer ein Kompromiss, so ein Setup. Also Benny hat gerade noch den Luftdruck geprüft, das ist dann auch wichtig, weil der Reifen ja auch ein Teil vom Fahrwerk ist und mitschwingt und wir betrachten den als Federdämpferelement, deshalb muss der halt auch eingestellt werden. Die 75 Kilo ist eine Dienwich. Ich bin jetzt leichter als die 75 Kilo. Max ist knapp schwerer als 75 Kilo. Und ja, man sagt immer so, man nimmt die gesunde Mitte und da ist meistens, also bei vielen Fahrzeugen, ist 75 Kilo so das Standardmaß. Das nehmen wir als Referenz an. 60 Kilo. 58. Ja. Also eigentlich, ja, ich fahre damit ja nicht. Nein, bei dir haben wir tatsächlich, glaube ich, in dem Falkengolf haben wir, als wir das bei uns vermessen haben, Da haben wir 100 Kilo rein. Nee, 80 Kilo haben wir. Mehr haben wir nicht. Wir haben 80 Kilo, mehr haben wir nicht. Ja, jeder, der sich jetzt auskennt, der hat das jetzt alles verstanden, aber jemand wie ich kennt sich jetzt zum Beispiel gar nicht aus, vielleicht geht das einigen von euch genauso. Jetzt erklär mir doch mal, was ist denn jetzt an diesem Fahrwerk besser als an dem vom letzten Jahr? Durch die dauerhafte Entwicklung machen können, ist die Kennlinie optimieren. Wir können natürlich auch immer was am Gehäuse machen, aber in der Regel ist das eigentlich immer ziemlich fix. Wir haben hier schon hochfesten Aluminium, den wir verbauen. Da kann man nicht mehr viel holen, weil da sind wir schon extrem leicht. Wir sind an der Grenze hochfesten Aluminiums. Was wir jetzt noch machen, ist Kennungsoptimierung. Reifenperformance, also die Reifenverschleiß verbessern. Und das guckt der Andi sich hier an. Er stellt den drauf, sieht Vor- und Nachteile, Ansprechverhalten, Reibungsoptimierung. Und so können wir jedes Jahr oder auch über die Zeit immer noch mal kleine Sachen finden. Ich kann nämlich gerade Benny fragen, wie sich das im Auto denn bemerkbar macht. Ja, du hast natürlich am Ende des Tages als Fahrer, oder wir geben ja unser Feedback an unsere Ingenieure weiter, die gucken dann anhand der Daten, wo sind wir mit dem Auto, von den Federwegen zum Beispiel, und sehen dann, okay, letztes Jahr im Pflanzgarten haben wir, ich sage jetzt mal 30 mm Federweg gebraucht, da brauchen wir jetzt dieses Jahr nur noch 20, ist da unser Minimum, okay, können wir zum Beispiel mit dem den Puffereinsatz verändern. Das haben wir, glaube ich, hier auch jetzt gemacht, wir ändern den Puffereinsatz, die Fahrhöhe optimiert sich und dadurch optimierst du das Auto im Gesamtpaket. Und das wiederum, glaube ich, ist hier auf dem Prüfstand mit Abstand am effektivsten, weil du halt in einer ganz komprimierten Zeit super viel lernst. So, und sind wir gerade an den Tisch vorbeigegangen und ich sehe hier, das sind doch diese Dämpfer, von denen wir gerade gesprochen haben, oder? Genau, wie heißen wir noch? Das ist eine gute Frage. Evo R2-Wege natürlich, ist ja ganz klar, das sind die Evo R2-Wege, aber, und jetzt brauche ich dich, die sind ja nicht gleich. Richtig. Was ist denn der Unterschied zwischen den Dämpfern? Der eine ist die Vorderachse, der andere die Hinterachse.
Bei der Vorderachse hast du bei dem Fahrzeug ein McPherson-Fahrzeug, bedeutet der Dämpfer ist radführend. Also die kompletten Kräfte vom Radträger oben werden über den Dämpfer an die Karosserie abgegeben. Deswegen einfach auch der massive Unterschied. Hier werden alle Querkräfte des Reifens über das Standrohr in den Radträger gegeben und deswegen muss der extrem standfester Seitenkräfte sein. aushalten. Ja. An der Hinterachse ist es so, da ist es eine Mehrlenkerachse und da sieht der Dämpfer halt einfach keine Querkräfte, also nicht so viele, nur von der Feder vielleicht ein bisschen eingebracht. Und der Dämpfer ist deswegen komplett frei montiert und muss wirklich nur Schädelungskräfte Nur hoch, runter und der muss runter, genau. Und der muss halt auch Querkräfte noch aufnehmen und deswegen hast du einfach größer Muss stabiler sein. mehr Auflagefläche. Einfach mehr genau. Power drauf Ja. liegt, ja. Teil hier? Gummipuffer. Wenn du quasi kurz vor Ende bist oder der Benny wieder versucht, das Auto kaputt zu machen, weil er über ein Curb brettert, dann schützt das vom letzten Einschlag nochmal, um nochmal abzubremsen. Ja. Also wenn du dich fest auf Und das hier, was kann man hier einstellen? da kannst du die Dämpfkräfte einstellen. Rot ist Rebound, Red Rebound, Black Bump. Und, Was ist ein Rebound? Erklär mal kurz, was haben wir Rebound kenne ich mir nur vom Raus. Basketball. Ja, genau. Fast ähnlich. Zugstufe, also Rebound ist Zugstufe, Zugstufe bedeutet Dämpfer auseinander. Kann ich das mit der Hand Kannst du einfach drehen, ja. einstellen? Ehrlich? Deswegen einstellbare Dämpfer, das ist richtig geil. Von Hand Ja, einstellen. aber das ist ja viel zu einfach. Und ist es jetzt dann leichter oder schwerer oder was? Also, der Dämpfer steckt so im Auto drin, ja? Auto liegt jetzt hier auf. Ja. So, wenn wir jetzt über die Bodenwelle fahren, dann geht das Auto ja runter. Ja, klar. So, und das kannst du hier mit einstellen. Du kannst Mit jetzt dem Schwarzen. Mit dem Schwarzen kannst du sagen, okay, er soll schwieriger runtergehen oder ganz leicht runter. Ja, also du musst Ja, und mehr was ist Kraft. denn der Vorteil daran, dass es schwieriger runtergeht? Zum Beispiel beim Bremsen. Wenn du jetzt mit 200 km/h bremst, willst du ja nicht, dass dein Auto so vorne runterfällt. Das wäre blöd. So, deswegen musst du ihn abstützen. Deswegen brauchst du ein bisschen Bump. Das Auto steht auf dem 7 bzw. 4-Post Rig. Wichtig ist, jetzt können wir loslegen. So, also was Ausgangslage, was sehen wir jetzt hier am Prüfstand, was Also wir sind jetzt einen Science gefahren, da können wir schon ziemlich viel draus lesen. Wir wissen, wie das Auto gedämpft ist, wie das Auto gefedert ist. So was man jetzt sehen kann, du bist ziemlich hart gedämpft vorne. Genau, und zum Beispiel vorne, das ist eine lineare Kennung. Du hast quasi eine Gerade, die deine Kennung definiert. Hinten siehst du, wie er quasi erst ganz steil ansteigt und dann passiert da gar nichts mehr. Das bleibt halt einfach auf einem Kraftlevel. Das ist dann eine degressive Kennlinie. Ja, und das versuchen wir halt jetzt zu fixen, oder? Das ist nicht schlecht, also es muss halt zum Auto passen. Wir sind aber da noch ein bisschen unterdämpft. Das heißt, wir brauchen da mehr Kennung, mehr Dämpfung. So, ich bin auf 10. Ja. Bin auf 9. Tag geht zu Ende. Wir haben heute hier den Tag nochmal verbracht auf dem 7-Post-Rig von Bielstein, denn die Rennstrecke, die Nürburgring-Nordschleife, hat sich im Winter natürlich verändert. Wir haben neue Asphaltstücke reinbekommen in die Strecke. Dementsprechend haben wir das Dämpfersetting hier nochmal angepasst. Ich glaube, wir sind jetzt sehr gut aufgestellt, insbesondere für NLS 3, wo wir das Auto nochmal testen mit neuen Komponenten und vor allen Dingen fürs 24-Stunden-Rennen, denn da wollen wir unseren Sieg aus dem letzten Jahr wiederholen.